Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich dieses Holzbrett österlich dekorieren werde. Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht noch aus einem älteren Video. Damals hatte ich es weihnachtlich dekoriert. Jedenfalls hat jetzt mein Holzbrett eine Länge von 77 cm. Die Höhe beträgt 3 cm und die Breite beträgt 14 cm. Mein Holzbrett hatte ich auch irgendwann mal mit Sprühfarbe angesprüht. Ich packe die Sprühfarbe mal mit in die Videobeschreibung, falls da halt Interesse bestehen sollte, mit welcher ich halt immer arbeite. Jedenfalls habe ich jetzt hier Bindedraht am Start und dieser Bindedraht wird jetzt hier an meinem Holzbrett mal befestigt werden. Die Farbe des Drahtes bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt hier für diesen silbrigen Draht entschieden. So, hier mal eben dran wursteln. Ich mache das jetzt hier auch ordentlich fest, ne, damit das hier nachher nicht irgendwie rausflutscht. Überschüssigen Draht kann man nachher einfach dann mal abschneiden. So, und jetzt habe ich hier hinten Plattenmoos am Start. Und das lege ich mir jetzt mal zunächst auf mein Holzbrett drauf und wickel das dann mit meinem Bindedraht fest. So, mal eben auseinanderfriemeln. Was wollte ich noch erzählen? Wie heißt es, wenn ihr das mal im Laufe der Zeit wieder abbinden solltet, ne, also halt auch dieses Plattenmoos, dann legt ihr das einfach mal ein paar Tage nach draußen. Dann wird das auch wieder so richtig schön knackig grün. Wenn das jetzt im Sommer der Fall sein sollte, dann auf jeden Fall in einen schattigen Bereich legen, ne? Und wie gesagt, hier einfach mal easy peasy drauflegen und dann gleich mit dem Bindedraht festwickeln. Aber das ist jetzt hier echt so ein richtig schönes Plattenmoos. Vor allem Dingen, da sind auch noch so Flechten mit drin. Also das ist jetzt mal wirklich eine Top-Qualität, wie ich zumindest finde. Ich glaube, einen Tacken machen wir noch da hinten hin. Mal eben hier einmal Lucky. Hier nochmal etwas justieren. Ja, das macht schon mal einen guten Eindruck. Im nächsten Schritt werde ich die Weidenkätzchenzweige auf mein Plattenmoos hinauflegen. Ja, und ich hatte jetzt Glück, diese Weidenkätzchenzweige stammen aus dem Garten eines Freundes. Von daher musste ich jetzt meine mal nicht kaufen. Ja, und wenn ich die Weidenkätzchenzweige soweit verteilt habe, dann kommen wiederum auf die Weidenkätzchenzweige ein paar Birkenzweige. Und das wird dann auch wieder gleich festgewickelt werden. Aber einfach erstmal gucken, wie sagt euch die Optik so zu, bevor ihr das halt alles festwickelt. Überschüssige Enden, zum Beispiel hier gleich, kann man nachher einfach auch abschneiden oder man lässt es halt so ein bisschen hinausschauen. Ist jetzt letzten Endes immer alles Geschmackssache. So, wo ist der Bindedraht? Der ist jetzt schon mal hier am Start. Ich justiere mir jetzt auch mal die Zweige, dass die hier nicht so, ich sag mal, hervorlugen und wickel die jetzt aber nur so ganz locker mit dem Bindedraht fest, weil in meinem Fall soll das hier gleich ruhig noch etwas, ja, wie soll ich sagen, hervorgucken. Das soll jetzt nicht so knallestramm da alles dran gewickelt sein. Aber ich denke, das sieht nachher auch ganz niedlich aus. Und ich bin am Überlegen, ob ich gleich noch mal in meinen Garten gehe und mal schaue, was ich da noch so an Grün finde. So. Den Anfang vom Bindedraht habe ich jetzt... Ach, den habe ich hier. Ha, ich habe mal Glück. Bei diesem Bindedraht, den kann man jetzt auf jeden Fall abschneiden. Ich hätte jetzt schon fast meine gute Schere aus Versehen zum Abschneiden verwendet. So, alte Rosenschere, geh mal auf. Zack. Und verwebt den an den Anfang des Bindedrahtes. Wenn ihr den Anfang jetzt verloren haben solltet, ist auch nicht schlimm. Da ist ja jetzt genug Draht vorhanden, wo man das auch noch dran befestigen kann. So, und das hier, das stopfen wir jetzt hier einfach mal irgendwo hinein oder ansonsten einfach mal abschneiden. Dann kann man jetzt hier den Draht auch mal anheben, das noch ein bisschen justieren, ne, wenn man das hier noch etwas anders haben möchte, so wie ich jetzt gerade. So, mal eben Lucky. Den hier können wir jetzt auch einkürzen. Bei mir persönlich jetzt doch zu lang. Ja, so gefällt mir das Ganze schon mal besser. Ne, auch hier mal so hin und her bewegen, wie ihr das halt, ja, ich sag mal, für schön empfindet. Auch so abstehende Zweige einfach immer mal unter den Draht schieben. Ne, und wer möchte, der kann jetzt auch noch mehr Material einarbeiten. Wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne hier noch etwas, unter dem Draht mal justieren. So, mal eben schauen. Na, kann man auch den Anfang des Astes hier in das Moos so ein bisschen reinstopfen. Mal unter die vorhandenen Zweige legen. Einfach auch so nach Gefühl arbeiten.
Ich war jetzt gerade noch in meinem Garten und habe mir noch ein paar Materialien hinzugeholt. Jedenfalls sind das hier verblühte Hortensienblüten. Dann habe ich hier ein paar Zweige von einem Olivenbaum und das hier sind die Wedel von einem Zebragras. Die Hortensien und auch die Wedel vom Zebragras muss ich allerdings noch zurechtschneiden. So, ich hatte jetzt gerade meine Schere verlegt. Na, einfach hier mal anhalten, wie lang wollt ihr das überhaupt haben? Ich gucke jetzt mal, dann einfach mal unter den Zweigen und unter dem Draht, ja, jetzt geht es hier wieder los, so hineinarbeiten, ne? Je nachdem, wie ihr das halt für schön empfindet. Und was wollte ich euch jetzt noch erzählen, bevor man es vergisst? Ich habe hier noch diese 2 süßen Osterhasen. Die würde ich jetzt schon mal im Vorfeld platzieren. Nicht, dass das nachher hier alles so ein bisschen friemelig wird mit dem Einarbeiten. Aber ich denke, die beiden machen sich da jetzt gleich auch ganz süß drin. Hier mal auch einfach die Zweige auseinandernehmen, mal hineinstellen, ne? So wie euch das halt zusagt. Als letztes werde ich jetzt noch ein paar Eier einarbeiten und die werden jetzt wirklich nur draufgelegt werden. Ich werde sie jetzt nicht irgendwie noch mit der Heißklebepistole befestigen. Dann hat man es letzten Endes auch einfacher, wenn man das Ganze halt im Laufe der Zeit mal wieder abbauen möchte. Es gibt natürlich auch so Projekte, wo ich dann mit der Heißklebepistole arbeite. Aber da muss ich halt bei echten Eiern auch nur mal in Kauf nehmen, dass die mir halt beim Abbauen nun mal kaputt gehen. Ja, und wie bereits erwähnt, diese Eier werden jetzt nur draufgelegt werden. Das hier sind jetzt irgendwelche künstlichen Eier. Die arbeite ich jetzt aber gleich so ein, dass man dieses Band zum Aufhängen nachher nicht sehen kann. Und das hier sind kleine Wachteleier, beziehungsweise Wachteleier in Natur. Mit meiner Dekoration bin ich nun soweit fertig, aber ich denke, das ist auch ganz niedlich geworden. Ja, und in meinem Fall wird das dann später als österliche Tischdekoration dienen. Ja, und wie immer findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!